Herzlich willkommen bei AAS24.com, eurem Online-Shop und Kanal für geilen Sound im Auto. Heute geht es um den Passat B8, ein super schönes Auto mit einem eigentlich ganz guten Klang so, aber wir machen den Klang viel geiler mit einer High-Technology-Endstufe aus dem Hause Audiotech Fischer und mit einem Subwoofer versteckt im Kofferraum drin. Und wir bringen das Fahrzeug soundtechnisch auf ein neues Level und bleibt dran, wir zeigen euch, wie es geht. In unserem Passat B8 Soundsystem haben wir folgende Artikel mit dabei. Natürlich erstmal unsere M5 DSP aus dem Hause Audiotech Fischer, Hightech vom Feinsten. Hier ist ein kleiner PC quasi mit eingebaut, ein Soundprozessor, den ich für euch, für dieses Fahrzeug komplett vorprogrammiert habe. Ihr braucht also nichts mehr tun. Diese Endstufe wird mit diesem Setup so ausgeliefert. Ja? Ihr habt ein DSP-Programmier-USB-Kabel mit dabei, falls ihr selber aufsteigen wollt auf diesen DSP. Da könnt ihr dann die Software runterladen bei audiotechfischer.de und das selber machen brauche ich euch aber nicht empfehlen. Ihr könnt höchstens noch einiges verstellen und zum Negativen, ich habe das schon alles drauf. Ihr braucht nichts mehr machen, ihr braucht also dieses Kabel schon mal nicht. Im Lieferumfang von der DSP-Endstufe ist auch dieser normale Kabelkit mit dabei. Können wir auch mal auf die Seite legen, weil wir haben für euch, für den Passat B8, einen speziellen Kabelkit, der euch den Anschluss extrem erleichtert. Das zeige ich euch ja dann gleich, wie es funktioniert. In diesem Kabelkit liegt auch noch dieses Material mit dabei. Das brauchen wir auch nicht. Das legen wir mal alles auf die Seite, dass ihr zum Schluss seht, was ihr eigentlich wirklich benötigt. Das ist nämlich gar nicht viel. Und dann kommen wir eigentlich auch gleich zum Subwoofer, den ergänzen wir nämlich. Und das ist von Audison der Underseat oder ja, im Kofferraum Down-Under-Woofer. Den zeige ich euch gleich, wie er im Kofferraum eingebaut wird. Und beziehungsweise der verschwindet komplett in der Reserveradmulde unsichtbar. Und der hat solche Pads mit dabei, die werden wir jetzt gleich gemeinsam installieren. Das sind Halter mit Glätthalter dran. Das heißt, dass der nicht in der Gegend rumrutscht, sondern genau da bleibt, wo wir ihn hinstellen. Da ist dann auch ein 5 Meter Lautsprecherkabel mit dabei, das wir für den Subwoofer brauchen. Wir legen euch auch mit dazu solche Ader-Endhülsen und Quetschverbinder. Wie man die genau anbringt, das zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. Und was ihr darauf achten solltet, natürlich auch. Und wir haben so einen Peak mit hinten drin im Anschlussterminal. Den könnt ihr rausnehmen, ja, weil es liegt auch im Lieferumfang vom Subwoofer dieses Kabel mit dabei. Wie wir das genau anschließen, zeige ich euch gleich. Wir können auf jeden Fall dieses Anschlussterminal direkt so nehmen und so verwenden. Also fällt das weg, das Teil von der Endstufe fällt auch weg. So, und den Rest brauchen wir. Und das bauen wir zusammen ein mit einem Spezialwerkzeug, das legen wir euch auch dazu. Zum Werkzeug gehört auch noch ein Durchzugsband. Wer unsere Videos fleißig verfolgt, der weiß schon, was das ist. Das zeige ich euch dann gleich in der Praxis, wie wir das einsetzen, ist auf jeden Fall im Lieferumfang auch mit dabei. Dieses Setup, was ich euch jetzt gleich vorstelle und wir zusammen einbauen, damit ihr genau wisst, wie es funktioniert, damit ihr damit beim Einbau klarkommt, will ich euch kurz erklären, was wir überhaupt soundtechnisch machen. Die M5 DSP, unsere Endstufe, die nimmt sich jetzt praktisch die Original-Frontlautsprecher und die Original-hinteren Lautsprechern vor. Wir umgehen praktisch, wir befeuern die einfach neu. Jetzt nehmen wir den Sound vor den Lautsprechern weg, gehen in die Endstufe rein und danach wieder zu den Lautsprechern hin mit mehr Leistung, mit 4x60 Watt reine RMS-Leistung. Das heißt, wir haben ungefähr 6-mal so viel Leistung wie das, was das Autoradio an sich hat. Also wir powern das hier an. Und über unseren Prozessor, der hier eingebaut ist, können wir die Frequenzen genauso einstellen, dass sie besser funktionieren als das, was aus dem Originalradio rauskommt. Das heißt, wir können das Setup so generieren, dass es für dieses Fahrzeug
perfekt vom Klang ist für jeden einzelnen Lautsprecher. Damit wird der belastbarer. Er bekommt genau die Frequenz, wo er optimal arbeitet. Die Laufzeitkorrektur ist eingestellt. Das heißt, wenn ich als Fahrer hier sitze, bin ich natürlich von meinem rechten Lautsprecher weiter entfernt als vom linken. Das haben wir digital verändert und ihr habt jetzt quasi akustisch das Gefühl, ihr sitzt mitten in der Bühne drinne. Und zudem, was wir jetzt mit dem Front- und dem Original-Hex-System machen, bauen wir jetzt noch einen Subwoofer zusätzlich mit ein, der von der Endstufe aus mit 160 Watt RMS befeuert wird und natürlich jetzt im Bassfundament nochmal richtig reinschlägt. Und weil ich will, dass ihr beim Einbauen alles Werkzeug habt, was ihr braucht, um einen Spaß bei der Installation zu haben, lege ich euch noch die Autoradio-Entriegelungshebel mit dazu. Wir müssen zwar kein Autoradio in dem Sinn ausbauen, aber wir brauchen die. Und ich lege euch noch Remover Tool mit dazu, damit ihr die Seitenschwellerverkleidung perfekt wegmachen könnt, ohne dass ihr da irgendwelche Kratzerchen machen müsst. Und wir hören jetzt mal erst rein, wie das Original-Lautsprechersystem klingt. Dann werden wir unser Set komplett einbauen und ich werde euch jeden Handgriff zeigen. Und ganz zum Schluss hören wir uns natürlich in einem Soundcheck an, wie unser neues Lautsprechersystem überhaupt jetzt klingt. Und los geht's! Jetzt ist wirklich alles original. Ich habe hier auch Bass, Höhen, Treble, alles was man am Radio überhaupt einstellen kann. Alles auf neutral gemacht. Und wir haben jetzt hier mal so einen Sound mit bisschen Stimme. Und jetzt drehe ich mal Vollgas auf. Und das war's. Das ist Vollgas. Oh, da können wir jetzt ein bisschen festhalten. Bass ist schon da, muss man echt sagen. Ich habe ja auch die Türenverkleidung, ich habe die schon mal alle weggemacht, habe mir das natürlich angeschaut, was da drunter ist. Da sind relativ große Tieftöner drin, hier ist ein Hochtöner mit drin. Es klingt für Leute, die nicht so anspruchsvoll sind, echt gut, muss man sagen. Der Bass ist da. Aber jetzt geht's los, deswegen machen wir jetzt schließlich mehr. Wir haben eine Höhe, eine Lautstärke, die halt gerade so, ja, nett Musik hören. Aber jetzt noch mal einen oben drauf, ohne dass irgendwas zum Verzerren anfängt. Das wäre jetzt echt wünschenswert. Party ist anders. Und wir haben auch die Auflösung von den Stimmen. Also es ist wirklich krass. Die Hoch- oder Mitteltöne, Stimmen und Instrumente, die sind für mich als Fahrer, die kleben komplett auf der linken Seite und als Beifahrer klebt alles auf der rechten Seite. Hier löst sich kein Sound ab und das werden wir jetzt massiv ändern. Wir werden hier Laufzeitkorrektur eingestellt haben. Wir haben Frequenzen besser eingestellt, damit die richtig Pegel machen können. Wir haben natürlich jetzt auch mehr Leistung mit der Endstufe und zum Schluss den Bass. Und ja, das hören wir uns zum Schluss nochmal an. Und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Ein DSP richtig einstellen hat natürlich was mit dem zu tun, erstmal das rauszumessen und einzelne Frequenzen sichtbar zu machen. Und das habe ich für euch jetzt mal gemacht. Schaut mal her. Ich habe für euch jetzt das bildlich dargestellt, wie der Frequenzgang vom Original-Soundsystem ist. Das hier ist der Bassbereich, dann haben wir hier den Mitteltonbereich und den Hochtonbereich. Und hier sieht man, okay, es ist alles relativ laut. Der Bass ist natürlich ein bisschen lauter hier. Und hier ist die der Frequenzverlauf. Hier haben wir beim Mittelton ein kleines Loch drin. Und eigentlich auch, man hört das auch, wenn man so hört, ein bisschen scharfe Höhen, weil hier ist ziemlich viel Power noch in den Höhen drin. Und jetzt zeige ich euch gleich mal, ich nehme jetzt die Spannung gleich mal raus. Das wird euer neues Lautsprechersystem sein mit viel mehr Bass. Und natürlich in jeder Frequenzlage etwas lauter wie vorher. Und im Hochtonbereich habe ich euch das ein bisschen smoother gemacht, damit es nach oben hin raus nicht ganz so scharf klingt, sondern schön seidig. Und diese Differenz ist natürlich Lautstärke. Das heißt, wir sind im Gesamten überall viel lauter. Und im Hochtonbereich, da wo es richtig spitz klingt, habe ich es euch nur ein bisschen angenehmer gemacht. Aber der Bassbereich, der ist doch mal richtig bombastisch. Das ist unser Autoradio. Da müssen wir ran. Das ist hier im Handschuhfach drin. Und wen das jetzt an ein Video von uns erinnert mit dem Golf 7, ja, das ist genau das gleiche System, wie wir das im Golf 7 bereits schon gemacht haben, nur jetzt eben auf den Passat abgestimmt. Und wer sich jetzt da fragt, du, im Golf 7 habt ihr doch neue Frontlautsprecher reinbaut, ihr habt verschiedene Versionen, V1, V2 mit Endstufe, mit Frontlautsprecher, mit Hecklautsprechern. Wir haben uns hier beim Passat B8
auseinandergesetzt mit dem, was ist wirklich jetzt sinnvoll und was nicht. Und deswegen gibt es bei uns jetzt an der Stelle für den Passat B8 kein spezielles Lautsprechersystem zum Austauschen, weil wir tatsächlich in der Türe Lautsprecher drin haben, die so groß sind, dass ein Ersatz oder ein neues Lautsprechersystem nichts oder fast nichts bringen würde. Und wir lieber sagen, dann lieber die Endstufe perfekt abgestimmt, Leistung mehr auf die Lautsprecher drauf, die halten das übrigens auch aus. Also was wir hier an Mehrleistung jetzt gegenüber dem Autoradio haben, da braucht ihr also euch keine Gedanken machen, das passt schon richtig gut zusammen. Ihr könnt ja jetzt mal ausprobieren, das Set hier zu installieren und das Ergebnis euch danach anhören. Ich möchte euch aber darauf hinweisen, dass wir ein weiteres Video über den B8 machen, wo wir die Türen dämmen. Also die Originallautsprecher natürlich drin lassen. Wir zeigen euch da, wie man die Türverkleidung entfernt, die Dämmung richtig anbringt und natürlich ein paar Tipps und Tricks mit anfügt. Das könnt ihr euch natürlich noch reinziehen, das könnt ihr optional machen. Eine Türdämmung ist natürlich nie verkehrt. Fangen wir also an zum Ausbauen mit unserem beiliegenden Entriegelungswerkzeug. Einmal hier reinfahren, auf beiden Seiten und dann so nach außen drücken und das entriegeln. Ja, so einfach funktioniert es hier, das geht rein und raus. Und dann haben wir das Radio ja schon in der Hand und jetzt können wir das hier hinten dran abstecken. Und hier ist so ein Entriegelungshebel, den muss man hier entklippen und dann rausziehen. Das war's, so können wir das Ganze mal hier liegen lassen. Und jetzt machen wir hier an der Seite diesen Deckel auch gleich weg. Der ist geklippt mit unserem Remover-Tool, alles easy zu machen. So, das lassen wir hier auch hängen. Und jetzt können wir auch unseren Kabelkit nehmen hier. Das Ende gehört zur Endstufe. Also das heißt, wir versuchen jetzt da unten durch den Radioschacht, da kann man unten durchlangen. Hier, sieht man meine Hand? Sieht man meine Hand? Super. Und jetzt können wir unser Kabel nehmen und das von oben durchlegen. Also hier brauchen wir eigentlich nichts weiter als unsere Hände. Und hier können wir dann das Kabel, da haben wir es, rausziehen. Also für jeden, der jetzt so zuschaut und sagt, ja, das ist doch ganz easy, rechts durch dieses Loch da durch, das ist nicht ganz so. Ihr müsst über dieses Loch drüber das Kabel durchziehen. Also da ist noch so eine Erhöhung drin oder so ein Verkleidungsteil und ihr könnt über dieses Verkleidungsteil müsst ihr durchfahren, weil sonst kriegt ihr nachher das Problem mit dem Autoradio reinschieben, dass wenn das Kabel von der Seite bloß eingeführt wird, dann stößt es nachher an. Das heißt, ihr müsst das Kabel oben rumlegen und dann nach außen. Ist ein bisschen Wurstelei, aber es geht eigentlich problemlos. Und so können wir das Kabel jetzt erstmal hängen lassen. Jetzt verbinden wir das mit unserem Anschlussstecker hier. Den Stecker, den wir aus dem Radio rausgemacht haben, der nennt sich Quadlock-Stecker. Und dieser Teil sind unsere Lautsprecher. Schaut bei jedem Auto in dem Fall gleich aus. Und wir entriegeln das, indem wir hier einmal, hier hinten drin, fahrt ihr mit einem kleinen Schraubenzieher rein, entriegelt das mal. Und hier vorne ebenfalls entriegeln. Und dann könnt ihr den ganzen Stecker hier rausziehen. Und jetzt könnt ihr den hier nehmen von unserem neuen Anschlusskabel und den direkt hier einstecken. Klick. Und wir nehmen die Rückführung und packen die hier wieder rein. So, dann haben wir unsere Lautsprecherstecker schon getauscht. Wir haben also jetzt unseren Ausgang vom Autoradio genutzt, um den Sound in unsere Endstufe hier reinzufahren und den Ausgang von der Endstufe wieder genutzt, um hier auf unsere Lautsprecher Originalverkabelung zu fahren. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist die Stromversorgung. Zur Stromversorgung muss ich jetzt euch echt was sagen, weil die M5 DSP, das ist wirklich Hightech vom Feinsten. Die kommt mit extrem wenig Eingangsstrom zurecht. Das heißt, normalerweise ist man gewohnt, eine Endstufe gehört irgendwie auf die Batterie angeklemmt, weil sonst reicht der Strom gar nicht aus. Bei unserer M5 DSP, die hat so einen hohen Wirkungsgrad, dass wir auf die Ausgangsleistung kommen, aber gar nicht so viel Eingangsleistung brauchen. Und deswegen können wir speziell beim Passat, wie auch beim Golf, bei einem Power Quadlock, wo also die Stromversorgung hier dran ist, das ist ein 2,5 Quadrat Kabel, die reicht uns aus, um die Endstufe zu betreiben. Das heißt, ihr spart euch den ganzen Weg bis zur Batterie. Wichtig, irgendwie in den Motorraum reinkommen, da hat ja keiner Lust drauf. Wir gehen jetzt hier drauf und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt, weil wir haben hier ein Spezialwerkzeug für euch dabei gelegt. Das sind diese Endclipper für diese Pins hier vorne dran. Und jetzt müsst ihr euch einfach merken, das hier drüben, das braune, ist Masse. Und die Masse machen wir jetzt einfach mal raus. Da fahrt ihr ganz außen mit einem Pin rein und den anderen Pin ganz rechts rüber. Also praktisch
die Kralle so rein, wie ich sie jetzt hier habe. Einmal komplett reinstecken und jetzt kann ich den hier rausziehen. Das ist unser Pin. Und wer will, kann diese kleinen Widerhaken ein bisschen nachbiegen. Ganz, ganz wenig, weil eigentlich funktioniert der auch so ganz gut. Ist easy zu machen. So. Und jetzt können wir diese Masse, jetzt nehmen wir mal diesen Stecker, der liegt ja auch in unserem Lieferumfang von dem Kabelkit mit dabei. Den können wir jetzt hier mal so nehmen. Das heißt, der ist ja jetzt hier auch Masse. Schwarz ist bei unserer Endstufe Masse. Das ist also der Gegenüber von dem Haken hier. Also können wir den jetzt hier so einführen. Klick. So, der ist da drin. Und Masse haben wir jetzt schon verbunden. Also das heißt, wir können das jetzt hier so einstecken. Jetzt sieht man, braun geht hier rein. Und wir kommen nachher hier wieder zurück. Das ist praktisch das gleiche Kabel. Deswegen vorbereitet, dass wir das jetzt bei Masse wieder einstecken können. So, jetzt haben wir hier praktisch unsere Masse abgegriffen, dass wir die Endstufe mit Strom versorgen können. Und das gleiche machen wir jetzt mit Plus. Und wer jetzt sagt, boah, da habe ich jetzt aber ein bisschen Angst, dann macht er die Batterie stromlos, also das Auto stromlos, die Batterie abklemmen. Ihr könnt aber auch einfach dieses Plus, also dieser kurze Moment, das jetzt hier einzupinnen, kann man vielleicht auch mal so machen, weil im schlimmsten Fall würde die Sicherung rausknallen. Und das kann man ja jetzt so nehmen und mit einem Schwenk hier in der anderen Buchse hier mit einführen, um da das Plus jetzt einklicken zu lassen. So, drinne. Und jetzt haben wir schon alles versorgt. Achtung, jetzt haben wir natürlich hier auch Plus jetzt drauf, also Strom. Und den nehmen wir und können den hier wieder beim alten Plus einstecken. Jetzt könnt ihr den Anschlussstecker wieder hier reinstecken und verriegeln. Die zusätzlichen Kabel, die wir jetzt reingemacht haben, schaut ihr bitte, dass die nach hinten oben weggehen. Und dann können wir das Autoradio auch wieder reinmachen. So, das war's. Jetzt sind wir schon fast fertig. Also vielleicht noch nicht ganz, aber wir sind schon ziemlich weit. Wir haben jetzt das Kabel, das jetzt gleich zu unserer Endstufe geht. Und die Endstufe, die werden wir da hinten reinpacken. Und dazu machen wir jetzt auch gleich die Schwellerverkleidung bis hier hinten lose. Und da können wir hier direkt unter dem Gummi mit dem Remover-Tool reinfahren. Und das Ganze hier, schau, das ist alles geklippt bis hinten. Können wir es so lassen, wie es jetzt ist. Und hier können wir jetzt hier unten reinfahren mit den Fingern und mit dem Entriegelungswerkzeug hier unter den Gummi reinfahren. Und da unten drinne ist noch ein Clip. Den haben wir jetzt gerade so rum rausgezogen. Und jetzt haben wir dieses ganze Seitenverkleidungsteil auch schon in der Hand. Können wir auf die Seite legen. Und jetzt können wir das Kabel entspannt bis nach unten hier durchziehen. So, ich spüre es schon hier. Und können das auch direkt hier so hängen lassen. Da stecken wir jetzt unsere Endstufe an. Und jetzt brauchen wir das Subwoofer-Kabel, das von hier unten bis hinter in den Kofferraum läuft. Im Lieferumfang von unserer M5 DSP liegt auch dieses kurze Subwoofer-Kabel mit dabei. Und das hat auch hier einen extra Subwoofer-Anschluss. Subwoofer-Output steht hier. Und den kann man hier anstecken. Und jetzt sieht man hier auch schon, der untere ist Plus und der obere ist Minus, steht hier. Und der Minus ist der mit dem markierten weißen Strich. Und den führen wir jetzt dann weiter, also beide Kabel führen wir jetzt weiter mit unserem 5 Meter Lautsprecherkabel, das im Lieferumfang mit dabei liegt. Und wir machen jetzt einfach mal eine Quetschverbindung mit drauf, mit diesen roten Quetschverbindern, damit wir das Kabel mal hier drauf adaptieren können. Die Quetschverbinder liegen ja auch im Set mit dabei und die quetscht da auf einem Ende des Kabels drauf und könnt jetzt genauso dieses markierte Kabel, nehmen wir genauso hier dieses markierte Kabel, hier ist es halt ein roter Strich, das ist unser Minus. Achtung, Minus, da sage ich gleich nochmal was dazu. Und das andere Kabel. So, jetzt haben wir das verbunden und das Kabel können wir jetzt von dem Platz der Endstufe über die Schwellerverkleidung bis in den Kofferraum ziehen und dann hintenrum die entsprechenden Gegenstücke dran machen, damit wir das am Subwoofer auch wieder anstecken können. Ein kurzer Hinweis, bevor wir die Endstufe jetzt einbauen. An der Endstufe gibt es nur einen einzigen Schalter, der verstellt werden kann. Der muss hier auf On stehen, damit die Endstufe automatisch anschaltet, wenn das Autoradio angeschaltet wird. Und jetzt können wir auch das Ganze hier mal anstecken. So. Und
unseren Subwoofer anstecken. Und das können wir nachher da unten drin, zeige ich euch gleich nochmal. Jetzt lassen wir hier ein bisschen Spiel und jetzt können wir das Subwoofer-Kabel nach hinten legen. Hier habe ich euch ja schon gezeigt, wie die Verkleidung weggeht. Das lassen wir auch so, mehr machen wir gar nicht weg. Das ist hier ein paar Clips, die wir nachher genauso wieder einfädeln können und nach unten stecken können. Das gleiche machen wir jetzt hinten auch. Die Rücksitzbank können wir mit einem Klick hier raus machen und hier ein bisschen hochdrücken. Und hier unten sieht man jetzt die Kunststoff-Steckschraube, die kann man hier rausklippen. Die ist nur zum Reinstecken und damit ist das schon mal lose. Und jetzt kann man von hier hinten mit dem Kunststofftool reinfahren und den oberen Lappen hier rausklippen. Das sind zwei solche Clips, die hier miteinander verkeilt sind. Und jetzt können wir auch genau das gleiche machen wie vorne, die Verriegelung hier wegmachen. So, das war's erstmal. Weil jetzt kommt unser Durchzugsband zum Einsatz. Jetzt hängen wir an unser im Lieferumfang beiliegendes Durchzugsband mit einem Isolierband. Das lege ich euch auch dazu in das Set. Da hängen wir jetzt unser Kabel an. Ihr werdet gleich sehen, wie das funktioniert. Ruhig mit straffem Zug das Kabel hier dran festmachen. Und jetzt kommt Trick 17. Wir schieben dieses gelbe Durchzugsband hier am Schweller entlang nach hinten. So, da sind wir hinten. Und hier hinten raus kann ich dieses Durchzugsband wieder ziehen und habe jetzt mein Lautsprecherkabel hier. Das Durchzugsband könnt ihr für viele andere Sachen auch verwenden. Aber damit haben wir uns jetzt gespart, die B-Säulenverkleidung komplett wegzumontieren, sondern das Kabel einfach dran vorbeizuführen. Und jetzt können wir das Kabel natürlich unter den Sitz legen und von unter dem Sitz in den Kofferraum fahren. Und das können wir wieder anklicken. Und jetzt könnt ihr den Gummi wieder hier sauber über diese Kante drüber führen, damit der natürlich überlappt und genauso ausschaut wie vorher. Das Ende vom Kabel können wir jetzt unterm Sitz durchführen bis in den Kofferraum. Ein bisschen Fummelei, aber es geht eigentlich problemlos. Hier können wir den Sitz umklappen und von hier unten können wir mal das Kabel bis hierher ziehen. Ich sehe, ich muss jetzt gar nicht hier hoch, sondern direkt unter die Klappe rein. Da können wir das Kabel direkt hier reinlegen. Und von unten holen wir das Kabel. Hier liegt's. Da ist unser Subwoofer-Kabel, tara! Dann können wir ja jetzt unseren Subwoofer entsprechend vorbereiten. Hier sind diese Krallen und Ecken mit dabei, weil der Woofer wird jetzt dann gleich über Kopf montiert. Hier machen wir jetzt dann die Blindstopfen mal raus. Die sind nämlich jetzt für unsere Schrauben gedacht und hier setzen wir jetzt das Ganze an, das Eck, und machen die beiliegenden Schrauben mit rein. Und wer jetzt keinen passenden Imbus hat, der kann auch einen 25er Torx nehmen. Und wer überhaupt solche Sachen noch gar nicht daheim hat, der könnte ja jetzt rein theoretisch auch so ein Torx-Set bei uns mitbestellen. Kostet jetzt nicht die Welt. Dann habt ihr aber das grundsätzliche Werkzeug mal, was man oft im Auto braucht, schon mit dabei. So, Nummer 4. Und jetzt können wir auch, schaut mal, den Woofer so rum hinlegen. Und beim Teppich verkrallen sich diese Klettverschlüsse und der arbeitet jetzt von unten raus. Das nennt sich Downfiring. Beim Downfiring ist es so, dass der Woofer praktisch gegen das Blech arbeitet und damit haben wir noch einen Widerstand vom Blech und damit noch einen besseren Klang und wir haben tatsächlich noch mal circa 3 dB mehr Bass, nur weil der nach unten arbeitet. Und jetzt können wir auch den Anschluss mit reinmachen. Das ist ja der hier, habe ich auch vorhin schon mal angesprochen. Den stecken wir mal hier an. Und jetzt können wir noch die Kabel entsprechend vorbereiten. Die Kabel können wir jetzt kürzen. Jedes Mal abisolieren. Und jetzt machen wir beide rote und beide schwarzen zusammen in so einen Papa, in so eine blaue. Lege ich euch natürlich in den Lieferumfang mit rein. Und das gleiche machen wir für das Plus. Und jetzt machen wir es aber umgekehrt. Hier machen wir keine solche Verbindung drauf, sondern das Gegenstück. Und damit können wir ausschließen, dass wir den Woofer mal verkehrt rum anschließen, nur weil wir vielleicht nicht aufpassen. Und genau die Gegenstücke machen wir jetzt im Auto an unser Lautsprecherkabel dran. Unser Subwoofer-Kabel können wir jetzt auch hier unten drunter ein bisschen unter den Teppich legen. Tun wir den einfach unter den Teppich kehren.
Und zwar hier an der Seite rum. So, und einfach hier rum, unten rein. Und auf der Seite können wir das unten rauskommen lassen. Leute, da ist alles weg. Und wir haben hier unser Subwoofer-Kabel. Jetzt können wir mit den roten Quetschverbindern das Ende des Lautsprecherkabels für unseren Subwoofer, das wir ja auch schon präpariert haben, entsprechend umbauen. Und das mit Strich war Minus. Also obwohl es ein roter Strich ist, ist das Minus. Und das Minus, das bereiten wir dann entsprechend vor mit dem Gegenstück. Das ist nämlich das hier. Und das heißt, wir müssen hier die Mama drauf machen. Und zwar in Rot für 1,5 Quadrat Querschnitt. Und natürlich auf das andere Kabel das andere Gegenstück. Und damit haben wir das jetzt verpolungssicher, weil wir es nur so rum zusammenstecken können. Ist doch prima. Woofer rein, anstecken und dann noch schnell die Endstufe verstauen. Den Woofer können wir jetzt anstecken. Und genau hierher legen. Ganz nah an den Rand. Fertig. Das war's. Und wer sich jetzt eine Tasche wünscht, um all diese Sachen unterzubringen, die er gerade eben noch vielleicht im Reserverad oder in der Reserveradmulde hatte, dem haben wir die Option Trunk Bag. Die legen wir euch natürlich in dieses Set mit rein als netten Gimmick, weil ihr jetzt hier eure Sachen problemlos unterbringen könnt. Gibt es natürlich auch einzeln zu kaufen bei uns. Und das könnt ihr jetzt richtig schön zumachen. Da ist sogar so ein Gummiband mit dabei, um das irgendwo festzuzurren. Bei uns können wir das jetzt eigentlich problemlos hier schön mit unterbringen. Und da klappert nichts mehr. Deckel zu und Endstufe fertig montieren. Unsere fertig angeschlossene Endstufe können wir jetzt direkt hier unten reinmachen. Da ist ein schöner dicker Kabelbaum, hinter dem wir die Endstufe reinklemmen können und damit ist das Ding ja schon erledigt. Das Fußseitenverkleidungsteil muss mit diesem Clip in diese Öffnung mit rein. Das heißt, ihr solltet schauen, dass das Subwoofer-Kabel nicht irgendwie da drüber läuft, weil sonst tut er euch schwer. Und jetzt können wir das Ganze mal so ansetzen. Also da unten in die Führung rein. Den Gummi gleich mal hier schön überlappen. Jetzt haben wir praktisch die Endposition schon. Und jetzt müssen wir nur den wieder reinklippen. Das war's hier. Und jetzt können wir natürlich auch den Schweller wieder reinmachen. Und da sehen wir sogar jeden einzelnen Clip, den wir in die Führung reinbringen und wieder reinmachen. Halt, der muss da rein. Und hier auch wieder den Gummi schön über den Schweller, über die Verkleidung drüber machen. So, und jetzt ist alles wieder original. Und was kommt jetzt? Soundcheck mit einer neuen Anlage, die ihr jetzt nicht mehr wiedererkennt gegenüber der alten. Los geht's. Dann hören wir mal rein. Ich habe noch nicht ganz aufgedreht. So, jetzt drehen wir mal auf. So, ihr hört es an meiner Stimme jetzt, Ossi. Ich muss viel lauter reden, damit ihr mich so hört wie vorher. Damit ihr das mal fühlt, wie viel lauter das auch ist. So. Also ich weiß ja schon, wie es klingt. Ich habe ja auch schließlich den DSP eingestellt und zwar perfekt für euch. Wir haben jetzt für euch daheim nochmal das Ganze zusammengefasst. Wir haben ein viel schöneres Klangbild, abgesehen von der Endlautstärke, die auch nochmal ein ganzes Stück lauter ist. Wir haben jetzt, die Stimmen lösen sich von den Lautsprechern weg. Wir haben das schön hier auf dem Armaturenbrett verteilt. Der Bass macht richtig brutalen Bass. Der hat vorher auch schon guten Bass gemacht. Aber jetzt können wir auch Sachen anhören wie Killroot mit richtig Tiefbass. Also das hört sich Welten anders an wie vorher. So, ich drehe voll auf. So mag ich das. Das ist nichts brutal Übertriebenes, aber das ist richtig schöner Bass.
Und das rundet den Sound jetzt echt total ab. Ich habe euch die hinteren Lautsprecher über den DSP so eingestellt, dass die auch weniger Schwingung machen, also auch nicht die Türe noch unnötig arbeiten lassen. Aber ich habe auch schon festgestellt, durch das, dass wir jetzt mehr Leistung drauf haben, die Lautsprecher arbeiten intensiver wie vorher, fängt auch die rechte und die linke Türe ein bisschen bei manchen Sounds da kommen schon noch so ein paar komische Störgeräusche aus der Türe raus. Das sind die typischen Sachen, wenn man die Türe nicht entdröhnt hat oder gedämmt hat. Deswegen machen wir jetzt noch ein zweites Video, um euch zu zeigen, wie man die Türe jetzt wegbaut und eine Türdämmung anbringt, obwohl wir nur die Originallautsprecher drin haben. Aber es wird einfach noch mal ein Stück besser, wenn man das Ganze dämmt und keine üblen Nebengeräusche für diesen geilen Sound hat. Was soll ich jetzt eigentlich nur sagen? Das war's, mehr ist es nicht. Ihr werdet das Ganze wahrscheinlich in, Moritz, wie viele Minuten? Was sagst du als Nicht-Einbauprofi? Halbe Stunde. Halbe Stunde? Lasst es eine Dreiviertelstunde sein. Dann habt ihr das alles drin. Ihr braucht das Radio noch nicht mal ausbauen, also eure Monitoreinheit. Das Kabel nach hinten legen war doch jetzt wirklich einfach. Wenn ihr das einfach Step by Step genauso macht, wie ich es euch gezeigt habe, dann habt ihr genau dieses Klangergebnis, was ich jetzt hier auch habe. Und ihr könnt eigentlich nichts falsch machen dabei, oder? Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Hey, abonniert doch unseren Kanal, die Glocke bitte betätigen, damit ihr auch die Videos alle wieder gezeigt bekommt, wenn wir ein neues Video bringen. Da ist bestimmt was für euch auch dabei, wenn ihr auch kein B8 fahrt. Vielleicht fahrt ihr ein anderes Auto, wir haben vielleicht das richtige Video für euch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Olli.